Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute schauen wir uns den Hummel Aerocharge Engineered an. Ein neuer Schuh aus Dänemark. Was er kann, was er nicht kann, jetzt in der Review. Starten wir mit dem Gewicht des Engineered. Da ist es relativ erstaunlich, wir sind hier bei 346, 347 Gramm. Der 30 Euro teurere, aber als Midcut-Variante höher geschnittene Supreme Knit in der gleichen Modellreihe ist 20 oder sogar 25 Gramm leichter am Ende als der Engine hier vorne. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Upper-Material wie beim Supreme Knit nicht aus einem Prime Knit Material gestrickt und dann verarbeitet wurde, sondern hier teilweise noch mit anderen Applikationen gearbeitet wird. Für 130 Euro kriegt ihr einen Prime Knit Upper, nicht vollständig wie beim Supreme Knit eben gerade angesprochen, bekommt eine gute Dämpfung, so ein Heel Cage hinten über die Ferse. Das ist zum Beispiel eine der Applikationen, die es in der nächsthöheren Variante nicht gibt, die da über eine leichtere Variante gelöst worden ist. Die EVA-Dämpfung und in der Sohle ist allerdings am Ende die gleiche. Das heißt, hier haben wir genauso wie beim Topmodell eine EVA-Dämpfung hinten verarbeitender Ferse, ein Pivot vorne am Großzehen-Grundgelenk und vor allen Dingen hier der Kick-Button, so eine kleine Powerplate vorne eingebaut, die euch am Ende erlaubt, euren Absprung noch dynamischer auszuführen. Auch hier eine weit ausgestellte Außensohle, der Grip und die Dämpfung ist insgesamt okay. Für ein Topmodell nicht ganz so weit wie bei anderen Marken, allerdings auf jeden Fall für die Preisklasse auch angemessen. Der Aerocharge Engineered ist auf jeden Fall ein guter Handballschuh, auch in der Top-Klasse bis 130 Euro. Natürlich ist es noch ein weiter Weg zu Branchenführern, wie zum Beispiel dem Adidas Counterblast in der gleichen Preiskategorie, aber auf jeden Fall hat Hummel hier schon mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Das Upper-Material ist sehr flexibel und leicht, dadurch ist der Schuh nicht so klobig. Trotzdem sitzt man relativ komfortabel und vor allen Dingen auch stabil in diesem Aerocharge Engineered drin. Allerdings hätte ich mir für den Preis trotzdem in der Verarbeitungsqualität und auch im Look her etwas mehr Wertigkeit teilweise erwartet. Nichtsdestotrotz guter Schuh für eine Position wie links außen, rechts außen oder auch eine Torhüterin oder eine Torhüterposition. Dadurch, dass er relativ leicht und auch eine nicht ganz so weiche Dämpfung hat, eher ein Speedschuh. Relativ schmal in der Länge, dann relativ normal geschnitten, also könnt ihr euch an euren üblichen Handballschuhgrößen orientieren. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne auf WePlayHandball.de, auf unserer Facebook-Seite oder natürlich hier im YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.